Es gab Mercedes, dann gab es nix und dann kamen wir alle. Und jetzt muss man sich vorstellen, trotzdem haben die schon immer auf BMW ein bisschen geguckt, weil in der Dreierkategorie gegenüber ihrer C-Klasse, auch beim Fünfer gegenüber ihrer E-Klasse, da hatten wir schon einen gewissen Respekt. Aber die haben uns als absolut irrelevant in der Eliteklasse der S-Klasse als Chauffeurfahrzeug für die Vorstände, Geschäftswagen, da waren wir nicht drin. Und jetzt waren die total irregeführt, weil ich habe natürlich die ganzen Erprobungen für Fahrwerk und so, die haben wir alle in den schmalen Prototypen gemacht, weil die konnten wir nicht wegschmeißen und nochmal neu bauen, dann wären wir 2 Jahre später gekommen. Erst später hat er nie von mir gesagt, aber wir haben doch eure Prototypen gesehen, das war doch so ein schmales Auto. Und was ist denn das jetzt, wie ist denn das gegangen? Der Niefer war ja so ein hemdsärmeliger und mächtiger Typ dort und der hat mich dann angerufen und sagt, kann ich vorab einen 7er kriegen? Und da habe ich gesagt, naja, also zu seinem Feind kann man da auch mal großzügig sein und habe dem einen gegeben. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen und endlich hat das Lotterleben ein Ende. Die Sommerpause ist vorbei und heute darf ich euch meinen sage und schreibe 100. Gast in der alten Schule vorstellen. Das ist für mich unvorstellbar und genauso unvorstellbar war es fast, ihn überhaupt für ein Interview zu bekommen. Und dass er zugesagt hat, freut mich tatsächlich ganz besonders, denn eigentlich redet er öffentlich gar nicht mehr über seine automobile Vergangenheit. Und da wären viele leidenschaftlich erzählte Anekdoten aus seinem Leben an uns vorbeigegangen. Bei mir macht er zum Glück eine Ausnahme und die Rede ist von einem der profiliertesten Industriemanager Deutschlands, Professor Wolfgang Reitzle. Seine automobile Vergangenheit liegt tatsächlich auch schon einige Jahre zurück, denn zuletzt war Professor Reitzle bis 2014 Vorstandsvorsitzender des Industriegaseherstellers Linde, wo er immer noch neben dem Autozulieferer Continental Aufsichtsratsvorsitzender ist. Heute soll es aber um die Zeit bis 2002 gehen, denn die meisten Jahre seines Berufslebens hat Professor Reitzle bei BMW verbracht, wo er das bis dahin jüngste Vorstandsmitglied war. Als Entwicklungsvorstand konnte er mit dem von ihm verantworteten 7er, die Mercedes S-Klasse, endlich vom Thron im Luxussegment stoßen und auch sonst hat er mit seinen Ideen BMW in neue Sphären geführt. Über seine BMW-Karriere im Zeitraffer rede ich mit ihm in dieser Folge und man hört immer noch die diebische Freude heraus, wie er Mercedes damals einen eingeschenkt hat. Aber hört selbst, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Professor Wolfgang Reitzle. Herr Reitzle, Sie sind in Neu-Ulm geboren. Das ist genau zwischen BMW und Mercedes. Wann haben Sie Ihre Leidenschaft fürs Auto entdeckt? Ja, das schon ganz früh. Meine Mutter hat mir dann immer erzählt, dass ich als Kind schon immer, wenn wir zum Einkaufen gegangen sind, das war so 7-8 Minuten zu Fuß, da habe ich mir die Augen geschlossen und habe geraten, welches Auto das war, das vorbeifuhr am Motorgeräusch. Und also es ging bei mir früh los. Ich war immer fasziniert und das werden Sie nicht glauben, aber eine wirkliche Beziehung zum Auto habe ich entwickelt, weil ich das Auto meines Vaters immer gewaschen habe. Ich habe mich drum bemüht und gerissen drum, das Auto zu waschen. Und es ist bis heute geblieben. Meine Oldtimer, die paar, die ich habe, die wasche ich alle selbst. Natürlich, da lasse ich niemand anderes ran. Man entwickelt eine Beziehung zu der Form ganz anders und zu den Details im Auto. Wenn man das Auto wäscht, poliert, Chrom, Leder, sich mit allem beschäftigt, dann hat man einen anderen Bezug. Man fasst das Auto an, man sitzt nicht nur drin oder schaut's an. Also bei mir ist es sehr früh losgegangen. Ich möchte euch eben noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und der passt perfekt zum gerade erwähnten Thema Autopflege. Es ist nämlich die Firma Gentle Monkeys. Und dass die Gründer auf mich zugekommen sind, das hat mich wahnsinnig gefreut, denn ich benutze unabhängig davon deren Produkte schon seit längerer Zeit und das mit wachsender Begeisterung. Und anscheinend haben sie die alte Schule gehört und von daher war das fast ein Zufall, dass ich jetzt über Gentle Monkeys hier reden kann. Bei denen gibt es nämlich fantastische Pflegetücher fürs Auto, mit denen ihr nahezu alle glatten Flächen reinigen, polieren und versiegeln könnt. Und das ganz ohne Wasser und in einem Arbeitsgang, was meinem Arbeitseifer sehr entgegenkommt. Und ich schwöre euch, das funktioniert wie der Teufel. Und diese Nasstücher, die haben noch einen riesen Vorteil, die sind nämlich groß genug und zerreißen nicht. Kennt ihr das? Ihr reißt da diese Tüte auf und dann ist da so ein kleines Fitzeltuch drin und dann reicht das wieder nicht und dann müsst ihr nochmal wieder in die Tankstelle und eins kaufen. Nein, hiermit ist das anders und was mir am allerbesten gefällt, die Flächen, die man damit reinigt und aufpoliert, die glänzen danach nicht so speckig.
Kennt ihr das? Man wischt drüber und dann fragt man sich, wo der nächste Fähnchenhändler ist, wo man das Auto jetzt auf dem Kiesplatz abstellen muss. Nein. Bei Gentle Monkeys, da bekommt jede Fläche ihren alten Glanz zurück oder eben auch nicht Glanz. Kunststoffe oder Knöpfe, die mal matt waren, die bleiben auch nach der Behandlung so. Und das ist mir wirklich immer maximal wichtig. Übrigens hat die D-Grad die Flächenverträglichkeit für alle möglichen Materialien im und am Auto bescheinigt. Und jetzt wollt ihr natürlich das Ganze mal selber ausprobieren, aber nicht den vollen Preis zahlen, oder? Da habe ich was für euch. Im Online-Shop auf der Seite gentlemonkeys.com, da bekommt ihr mit dem Code, alte Schule, 10% Rabatt auf euren Einkauf und weil ich wirklich überzeugt von den Produkten bin, bekommen die ersten 50 Besteller sogar noch einen alte Schule Aufkleber obendrauf. Alle Infos und den Link zu den Gentle Monkeys, den findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast, Professor Wolfgang Reitzle. Also auf Ihre Autos kommen wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen. Was war das für ein Auto, was Ihr Vater hatte? Oder was also ganz am Anfang war das, glaube ich, ein VW Käfer, der allererste, da so um die 1950 rum. 51, aber da war ich ja erst 1 Jahr alt, aber ich weiß, dass wir am Anfang einen Käfer hatten, weil ich habe es auf so alten Fotos gesehen. Dann hat er mal einen Opel gehabt und dann später nur Mercedes. Also der hat dann so Industrievertretungen nach dem Krieg aufgebaut und hat eigentlich aus dem Nichts dann doch, sagen wir mal, ein interessantes Geschäft aufgebaut und da hat er immer einen Mercedes gehabt und das fand ich ja mal ganz toll. Und da haben Sie also auch schon früh entschlossen, dass Sie was in die Richtung studieren wollen? Nee, witzigerweise wollte ich Arzt werden. Das heißt, meine Eltern haben immer sehr früh das geschickt so eingefasst in die Diskussion, dass ich eigentlich, davon haben sie geträumt, dass ich mal Arzt werde. Und Sie werden es auch nicht glauben, ich war einer der wenigen, der in diesen Numerus Clausus Zeiten habe ich für München, meinen Traumstadt zum Studieren, habe ich einen Studienplatz für Medizin bekommen. Und kommt übrigens mein kleines Bärtchen her. Im Alter von 18 habe ich eine Wette verloren, weil ich habe gesagt, ich krieg nie den Platz, ne, in München. In München Medizin, das war eigentlich nur mit langer Wartezeit zu kriegen. Und habe das gekriegt und jetzt zum Entsetzen meiner Eltern habe ich das nicht wahrgenommen. Warum? Weil das war genau die Zeit, in der das Apollo-Programm in Amerika gestartet ist. Und urplötzlich haben mich Raketen fasziniert. Und ich war auch schon immer in Mathematik und Physik viel besser als in Sprachen und in anderen Fächern. Und so hat mich urplötzlich, und ich kann sie nicht beschreiben, warum, aber diese Bilder aus Amerika und diese Aufnahmen von diesen Raketen und was da alles im Weltraum erforscht werden sollte, dann habe ich diesen raren Medizin-Studienplatz sausen lassen, um mich für Luft- und Raumfahrttechnik beziehungsweise Maschinenbau einzuschreiben, auch in München. Also keiner in meinem Umfeld und vor allem nicht meine Eltern haben verstanden, dass ich so verrückt bin und sowas sausen lasse und ich habe es nie bereut. Na, die BMW-Fahrer auch nicht übrigens. Die Wette ging so, dass die das Bärtchen ihr Leben lang behalten mussten? Nee, das nicht. Also okay. Aber ich habe das dann irgendwie, das hat sich so ergeben, weiß auch nicht, ich habe es einmal abgemacht, weil meine Kinder mich provoziert haben und dann im Urlaub. Und dann haben sie gesagt, ja, Papa, siehst aber komisch aus und dann habe ich es gleich wieder wachsen lassen. Okay. Und Sie waren ja unglaublich schnell mit Ihrem Studium durch, ne? Also das ich war bis jetzt, glaube ich, vor 2-3 Jahren, 4 Jahren oder so, war ich bis jetzt immer noch der Rekordhalter und der jüngste Absolvent an der TU München im Maschinenbau mit Diplom. Ne? Mit 22 Jahren? Mit 22, ja. Dann habe ich gleich ein Aufbaustudium in Wirtschaftswissenschaft angeschlossen und parallel promoviert. Was normal zum Dr. Ing in München zwischen 6 und 7 Jahre lief. Habe ich dann gesagt, 6 und als man mir das antrug, das mache ich nie, für einen Doktortitel 6 Jahre meines Lebens opfern. Und dann haben die gesagt, okay, Sie werden einverstanden, wenn ich keine Zeit am Lehrstuhl für Studenten arbeiten und so verbrauchen muss, sondern ich kann nur an meiner Arbeit arbeiten. Und dann, wenn ich die Doktorarbeit fertig habe, dann ist sie fertig. Und wenn das in 3 Jahren ist, in 3 Jahren. Also es war in 2,5 Jahren fertig. Also Speed war für mich immer irgendwie schon, ja, auch etwas, was ich aber nicht,
jetzt bewusst angestrebt habe. Ich habe das auch nie, wollte ja nicht der Jüngste sein oder sowas, habe ja nicht als Ziel. Es hat sich halt einfach so ergeben. Aber dann ist es, wenn man mal so ein Momentum hat, dann war ich der jüngste Vorstand bei BMW später auch. Wenn man dann nur normal weitergeht und als Erster startet, dann kann man nicht verhindern, dass man der Jüngste ist irgendwo. Aber das ist längst vorbei, weil heute bin ich überall der Älteste. Naja, nicht überall. Fast überall. Hier im Podcast übrigens nicht. Der Älteste ist Professor Ernst Fiala. Okay, toller Mann. Ja. Genau. Ja, und wie sind Sie dann von der Raketenwissenschaft abgekommen? Ja, also das war dann so, und dann hat mein Vater sich damit abgefunden, dass er da nichts mehr machen kann. Und dann hat er gesagt, aber wenn ich jetzt schon Luft- und Raumfahrt mache, und sein Hauptargument dagegen war, es gibt ja nur 2, 3 Firmen, weil das war damals natürlich Bölkow, das war Messerschmitt und das waren dann, was war denn dann noch? Die DASA ist ja viel später erst entstanden. Also man hat praktisch keine Auswahl gehabt. Ne? Und mein Vater sagte, was willst du denn in einer Branche machen, wo du nur 2 Arbeitgeber hast? Und dann hat er mit mir Folgendes gemacht, das fand ich schon beachtlich. Er hat mich und sich mit angemeldet in der Personalabteilung der jeweiligen Firmen, ist mit mir dahin gefahren und hat sich mit mir dort erkundigt, was denn besser wäre. Also besser entweder direkt Luft- und Raumfahrt zu studieren in Stuttgart, das ging damals vom ersten Semester an getrennt, oder zuerst die Grundlagen in Mathematik, Physik, Thermodynamik, Strömungsmechanik, also allgemeinen Maschinenbau bis zum Vordiplom. Und dann die Spezialisierung zu rein Luft- und Raumfahrt nach dem Vordiplom, das war München. Und es war eindeutig, beide Firmen sagten, es wäre Bölkow und so besonders sagte, es wäre der Münchner Studiengang der bessere, weil man die Grundlagen besser vermittelt bekommt. Also bin ich nach München und habe dann dort Maschinenbau angefangen, weil das ja die notwendige Voraussetzung für dann Luft- und Raumfahrt war. Und jetzt passierte Folgendes. Genau 2 Jahre, nachdem ich angefangen habe und natürlich das Vordiplom fertig hatte, wurden Zehntausende von Ingenieuren in Amerika entlassen, weil aus Budgetgründen das Programm, das Apollo-Programm gestoppt wurde. Und das hat mich dann so verschreckt. Und mein Vater hat gesagt, siehste, so geht's in einer Branche, die so schmal aufgestellt ist. Und was habe ich dann gemacht? Dann war meine Reaktion, ohne Zeit zu verlieren, ich studiere einfach jetzt als Gegenentwurf den allgemeinen Maschinenbau zu Ende, dann habe ich viele Optionen. Und so bin ich eigentlich Diplom-Ingenieur im allgemeinen Maschinenbau geworden, was ich gar nicht wollte am Anfang. Aber das war im Nachhinein natürlich das Allerbeste, weil ich damit breite Voraussetzungen hatte und nicht auf ein ganz schmales Segment festgelegt war. Und Ihre Doktorarbeit haben Sie in Materialkunde gemacht oder Werkstoffkunde? Ja, in Metallphysik. Ja. Metallphysik, okay. Das war ja auch nützlich später. Und dann kam BMW. Ja gut, da bin ich so vorgegangen. Das entsprach meiner Systematik, die ich bis heute eigentlich versuche durchzuziehen. Ich habe mir dann eine Matrix gemacht und wenn man das als junger Mann macht, man liest schon dann Wirtschaftszeitung oder Wirtschaftsteil. Da gab es damals schon die Wirtschaftswoche oder so, die Vorläufer davon. Und da bildet man sich halt als junger Mensch so über die Berichte zu Firmen ein Bild, schafft man sich ein Bild von der Firma. Und und dann habe ich ein Ranking gemacht. Ich habe also so ein DIN A4 Querformat gemacht und habe mir aufgemalt, also erstmal, welche Kriterien sind's. Die waren natürlich naiv, welcher Standort, welche Stadt, ne? Also klar, wo lebe ich lieber, das habe ich damals auch schon aufgeschrieben als Kriterium. Und dann die verschiedenen Firmen. Und da war natürlich dann Daimler, also damals Mercedes-Benz, BMW, dann war Unilever und so kamen also viele Siemens und solche Firmen kamen davor. Und dann habe ich Wichtefaktoren eingeführt für die Kriterien und dann kam in meiner eigenen Matrix 3-mal durchgeknetet und wiederholt, kam immer BMW auf Platz 1. Vielleicht auch, weil das München war irgendwie. Und habe ich vielleicht heimlich, weiß ich nicht mehr, ich habe das Ding irgendwo noch liegen, habe ich wahrscheinlich für den Standort München einen extra Wichtefaktor eingebaut. Auf jeden Fall kam BMW raus, Nummer 2 Mercedes, Nummer 3 Unilever, und zwar wegen dem Trainee-Programm, was damals so attraktiv und bekannt war. Dachte ich, da kriegt man eine tolle Ausbildung mit. So, also habe ich gedacht, fange ich oben bei meiner Liste an und dann dachte ich, jetzt gehe ich nicht zur Personalabteilung, sondern
Ein bisschen selbstbewusst war ich damals schon und habe einfach gedacht, jetzt rufe ich beim Vorstand an und sage, ich will Vorstandsassistent werden. Irgendwie hat sich das bei mir eingeprägt, ich will Vorstandsassistent werden. Ich habe dann also beim Technikvorstand für Produktion und so zuständig, einem Herrn Koch, im Büro angerufen. An einem Dienstag sagt die Sekretärin, naja, also dienstags haben wir ja immer unsere Vorstandssitzung. Das ist übrigens, glaube ich, bis heute so bei BMW. Den können Sie nicht sprechen, aber ich kann Sie mal mit Herrn Köhne verbinden, der macht bei uns die technische Zentralplanung. Und 10 Minuten später hatte ich Herrn Köhne am Telefon und dann sage ich, wer ich bin und was ich gemacht habe und was ich mir vorstellen würde. Sagt er, also das mit dem Assistenten können Sie schon mal abschminken. Wir haben bei BMW eine Grundregel, bei uns haben Vorstände keine Assistenten. Aber wir sind an so jemand wie mit Ihrem Background interessiert, kommen Sie halt mal vorbei. Dann habe ich gesagt, ja, also klar, gern, jederzeit. Sagt er, ja, wenn Sie wollen, kommen Sie heute Nachmittag. Und dann, das werde ich ja nie vergessen, sowas bleibt, ne? Dann bin ich nach Hause gerannt und habe den einzigen Anzug, den ich hatte. Ich hatte im Institut beim Promovieren nur Jeans und so schon damals an. Und glaube Turnschuhe, was ist ja dann später wieder Mode geworden. Aber habe meinen einzigen Anzug angezogen, bin zur BMW gefahren und dann haben die mich in die Personalabteilung geschickt und haben leider, war Fehler, von oben gesagt, sie sollen mich einstellen. Und 4 Wochen später haben die mir so unmögliche Vertragsentwürfe geschickt, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Und dann hat der Vorstand oben dann das erfahren von Herrn Köhne. Und dann haben die mich wieder angerufen, haben mich direkt eingeladen, haben die Personalabteilung zur Schnecke gemacht und haben mich eingestellt. Aber jetzt witzigerweise natürlich nicht als Assistent des Vorstands, weil es ja nicht gab, sondern sie haben mich überredet. Am Anfang habe ich gezuckt. Sie haben gesagt, schauen Sie, jetzt haben Sie so viel akademisches Zeug gemacht. Jetzt wäre es ganz gut, wenn Sie mal ganz unten anfangen in der Praxis. Wir haben eine Werkstatt, in der werden Fertigungsmethoden erprobt. Da haben wir bisher keinen Ingenieur. Und da würde sich so ein Ingenieur ganz gut machen. Und da denken wir, sollten Sie mal 2, 3 Jahre arbeiten, dann kriegen Sie was von der Praxis mit. War ein bestimmter Denkprozess von einigen Tagen, bis ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, nicht Vorstandsassistent, sondern unten in der Werkstatt. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist es gar nicht so dumm. Hat sich später auch als solches herausgestellt und ich habe dort angefangen. Im Blaumann richtig, oder? Es war ein Graumann. Graumann, okay. Das ist so, das war eine Edelwerkstätte. Es waren 32 Arbeiter, aber hochqualifizierte Facharbeiter, die in der Lage waren, ohne Zeichnungen Vorrichtungen zu machen, mit denen man Schweißtechnik überprüfen konnte, mit denen man mechanische Untersuchungen machen konnte, aber auch Lacke, Chemikalien, Korrosionsuntersuchungen. Wir hatten ein breites Spektrum. Alle Fertigungsverfahren, die es bei BMW gab, wurden abgebildet in dieser Methodenwerkstatt, wo es immer darum ging, die Prozesse, die Fertigungstechnik zu optimieren. Okay. So, und das war natürlich im Nachhinein auch wieder gesehen für mich ideal, weil ich habe dann sehr viel Breite bekommen und gleichzeitig Tiefe, weil ich mich mit Details beschäftigen musste. Es war eigentlich die perfekte Einführung in die Automobiltechnologie. Und ja, und dann hatten die 2 Meister. Und diese Facharbeiter haben eigentlich, ich habe immer gesagt, auf Basis von Butterbrotpapier, Skizzen von Ingenieuren, haben die gesagt bekommen, das ist jetzt die Vorrichtung, die wir brauchen. Und da haben die halt gebaut. Und da habe ich die Vorrichtungen gesehen und habe zum Teil gedacht, das kann ja wahr sein. Viel zu schwer, klobig, unhandlich. Und die wussten natürlich am Anfang nichts mit mir anzufangen. Ich habe also gleich meinen Doktortitel abgeschraubt, weil die haben mir gesagt, was brauchen wir? Ein Doktor, das Klinikum rechts der ISA ist weiter vorne in München. Wir brauchen keinen Doktor, wir brauchen jemanden, der uns mal hilft, Zeichnungen zu machen. Naja, dann habe ich alles, was ich gelernt habe an Zeichnungen anfertigen, damals mit Tusche, ne, und auf diesem Pergamentpapier mit Rotring. Hießen diese Stifte, genau, habe ich da gearbeitet und habe dann auch berechnet, ich habe dann einfach die Vorrichtungen berechnet, wie müssen die dimensioniert sein und habe denen dann
Zeichnungen von Einzelteilen gemacht mit Oberflächenvermaßung und Oberflächenbeschaffenheit. Sowas haben die noch nie gesehen. Und dann habe ich mir innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr einen gewissen Respekt verschafft. Vorher war ich der von oben entsandte Akademiker in der Werkstatt in Bayern. Ja. Und damals war BMW, jetzt bitte nicht herablassend verstehen, aber gegenüber Daimler, die immer besser waren, und Mercedes, waren wir so ein bisschen eine Dorfschmiede. Ne? So haben die auf uns runtergeschaut. Und ich war der einzig promovierte Ingenieur im ganzen Produktionsressort mit Zehntausenden von Leuten. Okay. Also so war das damals bei BMW. Und so bin ich natürlich da als Akademiker im grauen Kittel erschienen, weil ich habe schnell gemerkt, sonst kriegst gar keine Akzeptanz. Mhm. Das waren die zwei Meister. Also einer war Obermeister und Meister, die 32 Arbeiter und ich als Exot. Aber wir hatten dann nach einem halben Jahr ein tolles Verhältnis, weil ich habe plötzlich gezeigt, dass Studieren nicht ganz unnützlich ist, auch in der Praxis, weil die konnten mit meinen Zeichnungen plötzlich viel schneller und präziser und besser Vorrichtungen erstellen. Okay. So, das war der Anfang. So läuft das manchmal. Das war 1976. Das war 76, genau 77, diese beiden Jahre. Und dann hat man aber schnell erkannt, dass Sie mit Ihrem Know-how auch mehr können, als nur in der Werkstatt da Vorrichtungen zeichnen, sondern da sind Sie wahnsinnig schnell befördert worden. Es gibt eine Geschichte, die habe ich gelesen, Eberhard von Kuenheim. Der hat Sie relativ früh getroffen und hat beim ersten Treffen gesagt, der landet im Vorstand. Das habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Sonst hätte ich da Flausen ins Ohr bekommen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ehrlich gesagt, vielleicht heute komisch, wenn ich das sage, aber es war so. Ich habe nicht an Karriere gedacht. Ich habe nur gedacht, ich will was Tolles machen und gestalten. Jetzt bin ich aber, muss man auch dazu erwähnen, die erste Stufe, die ich dann genommen habe, viel zu früh eigentlich, oder viel früher als geplant, die kam nicht durch meine Tüchtigkeit, sondern die kam weil der Hauptabteilungsleiter dann einen Herzinfarkt bekommen hat und gestorben ist. Okay. Dann haben die überlegt, wen nehmen sie jetzt als Hauptabteilungsleiter. Das muss man sich vorstellen, ich war ja noch nicht mal oder so gerade haben die mich formal auf ein Abteilungsleiterniveau eingestuft. Aber das war ich eigentlich nicht, weil ich keine Ingenieure unter mir hatte, sondern ja nur eine Werkstatt. Mhm. Aber im Kästchen, im Organigramm war ich auf der Abteilungsleiterebene. Und als der Hauptabteilungsleiter starb, haben die dann, warum auch immer, beschlossen, dass ich im Alter von 28 diesen Job kriege. Da waren immerhin, ich schätze mal, 150 Leute drin und die meisten Ingenieure. Da war nur die Werkstatt, der Rest waren Ingenieure, Diplom-Ingenieure, promovierte Ingenieure waren dann später erst gekommen, aber das war schon eine tolle Truppe. Und da bin ich mit 28 Hauptabteilungsleiter geworden. Das war aber deshalb nicht einfach, weil es bei BMW, muss man sich vorstellen, heute undenkbar, gab es eine Regelung, dass man obere Führungskraft, das ging los ab Hauptabteilungsleiter, da durfte man im Führungskräfte-Casino Mittagessen. Das war schon die ganz große Auszeichnung. So wie in Stuttgart bei Daimler war das dann der Goldene Löffel oder wie das hieß. Also bei uns war das Führungskräfte-Casino und das konnte man nicht unter 32 werden. Fragen Sie mich nicht, warum. Das gab's, ne? Da gab es eine Altersgrenze, damit da es auch Leute mit Erfahrung sind. Und das Ergebnis war, ich musste zu Herrn von Kuenheim, den ich bis dahin noch nie gesehen hatte. Und ich musste da aufgeregt dahin laufen und mich vorstellen, weil man brauchte eine Sondergenehmigung von ihm, dass ich mit 28 schon obere Führungskraft werden darf. Und der war dann viel netter, als ich dachte, aber das war natürlich immer trotzdem ein gestrenger Herr mit seiner preußischen Disziplin. Und natürlich war dann Hofstaat drumherum. Die Sekretärin war natürlich wieder mal viel vornehmer als der Chef, weil die haben ihn abgeschirmt und haben sich wichtig genommen. Also der hat es dann genehmigt und und dann wurde ich Hauptabteilungsleiter. Und da war ich für die gesamte Erprobung zuständig. Da habe ich in dieser Funktion auch zum Beispiel den ersten Roboter bei BMW eingeführt. Das war in der Produktion? In der Produktion. Okay. Für Schweißen, für Schweißtechnik, für Punktschweißen im Rohbau. Zu spät erst? Haben Sie das nicht mit KUKA, nein, die haben sie auch beworben. Das war damals ein amerikanischer Roboter. Ach mein Gott, wie hieß denn der?
Der war damals, da gab es so einen Unternehmer, der die vertrieben hat. Der hatte immer eine Fliege an, so wie heute mit der Lauterbach. Der trägt ja keine mehr. Ja, jetzt trägt er keine mehr. Ja, das ist aber das Einzige, was sich geändert hat. Aber nee, ich weiß nicht mehr, wie der Roboter hieß. Okay. Also, aber den habe ich eingeführt als erster. Da wurde ich natürlich dann wieder beäugt. Wie kann man dann so einen Roboter einführen? Und da kam natürlich schon der Betriebsrat. Die sahen das als Bedrohung. Ach, tatsächlich. Und der Betriebsrat, das zieht sich auch ein bisschen wie ein roter Faden. Der war später für mich, ne? Ja, der war ein bisschen selber schuld, aber der war natürlich später mein Karrierekiller bei BMW, ja. Kommen wir vielleicht noch drauf. Der Roboter, war das Teil dieses Pilotwerks? Also ich weiß genau. Das. Ja, nee, okay. Das Pilotwerk war dann bei mir auch noch entstanden aus einer anderen Idee. Also kaum war ich dann dort, da lief die neue 7er-Reihe an. Nee. Es war in Dingolfing, doch, es war der 7er. Und, es lief die 5er-Reihe, die 5er-Reihe lief an, glaube ich. Und das war ein Desaster. Also das war in dem neuen Werk Dingolfing und das Ding, es gab nur Kinderkrankheiten, Anfangsschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten, die haben die Stückzahl nicht hingekriegt. Also das war Ausnahmezustand, Krisensitzungen, alles. Und ich habe mir das als halt Junger von der Methodenerprobung, wir wurden ja auch dann bei allen Problemen einbezogen. Unsere Werkstatt mutierte dann zum Unterstützungsteam, wo Leute über Nacht wieder Untersuchungen gemacht haben, wie kann die Haube daran gehindert werden, dass sie vibriert, weil der Kleber ist nämlich von der Versteifung abgegangen. So bin ich natürlich mitten in diese Anlaufkrise eines Autos gekommen und das ist einfach unerbittlich, ne? Wenn so die Stückzahl hochläuft und dann irgendwo im Prozess down the road klappt's nicht und die Autos müssen auf die Halde gefahren werden, halb fertig, dann regnet's. Also es war ein Chaos. Und dann gedacht, es kann nicht sein, dass wir BMW, so eine Weltfirma, ne, keine Dorfschmiede, ich war da so stolz drauf, dass wir so stolpern mit dem Anlauf. Und es war natürlich auch in der Öffentlichkeit und es gab natürlich im Vorstand Auseinandersetzungen zwischen Entwicklung und Produktion. Mein Chef war der Produktionschef. Dem wurde immer vom Entwicklungsvorstand vor uns allen in der Halle vorgeworfen, dass wir zu blöd wären, die Autos so zu bauen, wie er sie konstruiert hat. Und da hat unser Koch, da war ich stolz drauf, gesagt, wenn wir sie wirklich so bauen würden, wie Sie sie konstruiert haben, dann gäbe es überhaupt kein Auto. So lief das damals und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und habe an einer Idee gearbeitet, ein Pilotwerk zu bauen. Weil ich hatte schon mitgekriegt, Mercedes hatte eins. Mhm. Also die sind, bevor sie immer von der Entwicklung und Prototypenbau in die Serienfertigung gingen, haben sie das durch den Filter Pilotwerk geschoben und haben schon unter quasi Serienbedingungen nur in Kleinstückzahl, aber mit den Einrichtungen der Serie gebaut. Und das erschien mir super schlau. Und dann war ja der Witz, dass unsere Werkstatt, die war unten und drüber war die Behindertenwerkstatt. So, das hat man damals natürlich gehabt, dass man die irgendwo Probleme hatten, die hat man weiter beschäftigt und die haben da Kleinteile und einfach harmlose Dinge gemacht. Aber das war natürlich, sagen wir mal, das war ein Naturschutzpark der Gewerkschaften und der Betriebsräte. Und jetzt kam ich mit der frivolen Idee, wir machen aus dem ganzen Verein, den wir da haben, aus diesem ganzen Gebäude, wir verlagern die Behindertenwerkstatt und bauen da ein Pilotwerk rein. Und das war ja auf dem Gelände des Werks München. Und der Werksleiter, der war nicht mein Chef, sondern wir haben nur eine Halle gehabt für die Methodenerprobung aus der technischen Zentralplanung heraus. Wir waren sowieso für ihn immer ein Dorn im Auge und ein Ärgernis. Und jetzt haben wir die gehört ja zu ihm in der Produktion, seine Behindertenwerkstatt wollte ich rausnehmen. Da hat er durchgedreht. Der kam mit seiner ganzen einflussreichen Truppe, die haben mich förmlich bedroht.
und haben gesagt, da werde ich mich noch wundern, wenn ich so ein verrücktes Ansinnen mache. Man kann niemals eine Behindertenwerkstatt verlagern. Naja, aber die Behindertenwerkstatt, die war in meinem Konzept eben einfach woanders untergebracht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also damals war man natürlich auch als einer wie ich von außen naiv und ich habe die Politik da noch nicht so richtig drauf gehabt und habe halt dann frisch froh da meinen Vorschlag gemacht. Aber jetzt ist dieses Papier, das wollte mein direkter Vorgesetzter nicht weitergeben, weil er gefürchtet hat, dass er dann den Druck vom Werksleiter kriegt, der damals der mächtigste außerhalb vom Vorstand war. Ein Herr Volk hieß der. Und dann habe ich einfach gedacht, aber das ist so wichtig für BMW. Und habe dann einfach, weil ich habe den Kuhnheim schon mal kennengelernt, ne? Dann habe ich gedacht, naiv, jetzt schicke ich doch ihm einfach die Unterlage und habe die ihm geschickt. Damit habe ich natürlich gegen alle Regeln verstoßen. Ich habe an 2 Ebenen vorbei eine Vorlage an den Vorstandsvorsitzenden gegeben. Ich habe das gemacht, ohne es abzustimmen mit dem Werksleiter, ne? Von dem ich schon wusste, dass der das nicht gut findet. Das heißt, ich habe so, jetzt können Sie sagen, also das war jetzt nicht Überheblichkeit, wirklich nicht, sondern dazu hatte ich ja noch gar nicht die Statur, um zu sagen, ich nehme es mit denen auf, sondern es war einfach war ich immer so die totale Motivation und Besessenheit für BMW das Beste zu machen und zu wollen. Und wenn das in der Bürokratie hängen bleibt, dann trage ich das außen rum. Dann hat es natürlich einen riesen Wirbel gegeben. Endergebnis war zum Entsetzen einiger, zur Freude von mir und ein paar anderen. Der Kuhnheim hat das auf die Tagesordnung der Vorstandssitzung ein paar Wochen später gesetzt und ich musste vortragen. Okay. Und habe das argumentiert. Und dann habe ich die ganzen Beispiele, die ich erlebt habe von dem Anlauf, habe ich erwähnt, ohne zu wissen, in welches Wespennest ich da wirklich drehte. Und das kann man alles lösen, indem wir so einen Praxisfilter vorschalten und dann müsste das eigentlich beim Anlauf super klappen. Und und dann ging das so eine, schätze ich, glaube eine Stunde, hitzige Diskussion hin und her und am Ende hat der Kuhnheim wie immer dann hat er gesagt, also jetzt habe ich das genug mir angehört, jetzt wird entschieden, wir machen das. Wie viel Geld brauchen wir? Das waren, glaube ich, 24 Millionen, war damals nicht wenig, ja, für die ganze Verlagerung, Werkstatt, Behindertenwerkstatt, Umbau und Sie müssen sich vorstellen, da müssen ja richtige, schwere, da muss ja ein kleiner Rohbau aufgebaut werden. Ne? Das muss ja, außer einer Lackieranlage brauchen Sie alles, was Sie sonst auch brauchen, Montagebänder und so. Also es war schon damals ziemlich teuer. Und dann hat er gesagt, aber das ist doch ein Klacks, wenn ich mir überlege, was wir jetzt in dem Anlauf an Geld verloren haben. Wenn es damit dann besser wird, dann lohnt sich das allemal. Und dann habe ich schon die Tür in der Hand beim Rausgehen. Dann ruft der Kuhnheim noch mit zurück und sagt, ach, im Übrigen, Herr Reitzle, und Sie machen das Projekt und Sie werden dann Leiter vom Pilotwerk. Zack, Beförderung, auch klar. Beförderung. Ja. So. Also manchmal muss man nassforsch sein. Muss man auch mal so ein paar Hierarchiestufen... oder so ein paar Hierarchiestufen. Nassforsch, es war einfach, ich war überzeugt. Und wenn ich von was überzeugt bin, dann ziehe ich es durch. Das ist ein guter Hinweis. So, und das Pilotwerk, damit haben Sie sich wirklich da schon Aufmerksamkeit erregt. Ja, weil das hat ja funktioniert. War, ne? Also genau, 2 Jahre später oder was, war dann war, glaube ich, der 3er-Anlauf und der lief, der flutschte nur so. Ne? Also dann, das Pilotwerk war dann, da hat niemand mehr irgendwas gesagt, da waren alle dann selber stolz und der nächste Anlauf war perfekt. Okay, und das war der 3er? Ich glaube, es war der 3er. Das war der E30, muss das gewesen sein. Jetzt muss man E30, ja, ich müsste jetzt noch mal sortieren, aber ich glaube, es war der E30. Ja. Und der war aber damals schon, als er rauskam, weiß ich in der Presse, dass der so ein bisschen als altbacken galt. Oder der war nicht so modern, wie er eigentlich... Ja, aber den müssen Sie sehen, der wurde ja schon so gemacht. Ich habe dann später, als ich ja dann, war ja Jahre später in die Entwicklung kam, habe ich dann aus diesem Auto ein Cabrio gemacht, ein Station Wagon, also den Touring, Touring, da hat uns der Vertrieb für verrückt gehalten. Den ersten Lifestyle-Kombi. Ja, weil das war natürlich ein kleines Ding und haben die gesagt, da geht ja nichts rein von den Handwerkern. Da haben gesagt, ja, aber das soll auch nicht der Handwerker fahren, das soll der Golfbag reingehen. Ja. Und das ist was ganz anderes. Das haben die da nicht verstanden. Die haben ja ihre Marketinganalysen für Kombis gemacht, wie die damals hießen. Und ich habe gesagt, das ist kein Kombi, das ist ein Sporttourer. Und also egal, aber Sie müssen sehen, das Auto
Sie sagen jetzt altbacken, nee, aber, das war die Presse, aber es war halt ideal geeignet. Wegen der Trapezform im Design konnte man ohne Probleme Cabrio und andere Varianten draufsetzen. Und wir hatten am Anfang ja nur 2-Türer. Wir haben dann erst einen 4-Türer gemacht. Genau. Also verstehen Sie, das muss man dann im Gesamtzusammenhang sehen. Aber erstmal war ich ja zu der Zeit nicht in der Entwicklung, sondern ich war ja noch immer in Produktion und bin danach ganz schnell befördert worden, als es mit dem Pilotwerk hingehauen hat mich Kuhnheim zum Leiter der Motorenproduktion und Gießerei gemacht. Dann war ich schon für Bereichsleiter, 1 Untervorstand zuständig für Tausende von Mitarbeitern. Das war das Herzstück der BMW Motor, ne? Ja, und das war ja auch nur 1,5 Jahre, weil dann wurde der Entwicklungsvorstand Dr. Rademacher, der wurde rausgeworfen von Kuhnheim, weil unsere Autos einfach schlecht abgeschnitten haben in den Vergleichstests bei Automotorensport und so. Und die Stückzahlen liefen nicht, also die kamen nicht wie versprochen. BMW ging es nicht gut und Mercedes war einfach der Traum. Und wir wurden runtergeschrieben von der Presse und dann hat Kuhnheim den rausgeschmissen und hat von einem Tag auf den anderen das zusätzlich kommissarisch selber hat er das Entwicklungsressort, Forschung und Entwicklung und damit die Gesamtverantwortung für die Produkte übernommen und brauchte dann einen Assistenten, ne? Okay. Und er hat schon gemerkt, er kann ja nicht als Vorstandsvorsitzender 5 Tage die Woche in der Entwicklung sein. Und eigentlich ist man dort 6 Tage mindestens, wenn man Entwicklungschef ist, weil das ist schon ein Intensivjob. Naja, und dann hat er mich an einem Tag angerufen, das werde ich nie vergessen. Nee, am Freitagabend hat er mich zu sich geholt, so war's. Und da war ich gerade 1,5 Jahre lang Produktionschef für Motoren. Und dann hat er mich geholt als letzten Termin am Freitagabend und hat mir das alles geschildert, was da jetzt passiert nächste Woche. Und da dürfen Sie natürlich jetzt nichts drüber sagen, aber am Montag fangen Sie dort an. Und ich hole Sie in die Entwicklung und Sie müssen mich unterstützen in der Führung des Entwicklungsressorts. Und da habe ich gesagt, ja, wie sieht das dann aus? Ich hatte ja dann keinen Mitarbeiter, ne? Ganz alleine. Ne? Plötzlich war ich dann Vorstandsassistent, aber anders als gedacht. Der Traumjob eigentlich. Der Traumjob, genau. Ein paar Jahre später hatte ich dann den Traumjob. Und und das war natürlich dann eine super Sache. Da war immer Montag früh, Dienstag ist immer Vorstandssitzung, Montag war 5-6 Stunden mindestens die Entwicklungsbesprechung, wo alle Bereichsleiter der Entwicklung antraten. Und da geht es um neue Modelle? Da ging alles. Da gingen Probleme mit der Konstruktion bei den Serienautos, was man verbessern muss, Modellüberarbeitung und natürlich der Hauptpunkt immer neue Autos. Aber auch, wie erfüllen wir Abgasgesetze, wie erfüllen wir Crash-Gesetze und so und Crash-Anforderungen. Also das ist ja ein weit gefächertes Gebiet. Naja, und dann hat Kuhnheim sich das so ausgedacht, dass ich immer sonntags zu ihm komme. Wenn alle Unterlagen müssen Freitagabend normal abgeliefert sein, waren es natürlich nicht immer, musste ich dann eintreiben, damit er sie am Wochenende anschauen konnte, um sich selber vorzubereiten für die Montagssitzung. Und naja, die Montagssitzung, die war natürlich unter lauter Autoexperten. Und Kuhnheim war ja nun nicht wirklich jetzt, sagen wir mal, der Autoingenieur, ne? Überhaupt nicht. Und jetzt hat er das so gemacht, er hat gesagt, also ich muss die Unterlagen zuerst lesen, er liest sie parallel und ich muss dann seine Fragen beantworten und wo ich das nicht kann, soll ich noch eben mir dann die Antworten holen, dass er dann alle Fragen, die er hat, dass die am Montag für ihn so einigermaßen schon präsent sind und dann tritt er auf. Okay. Und weil er ein absoluter Perfektionist war, hat er natürlich erwartet von sich, dass er jetzt das souverän steuert und die nicht sagen können, ja, jetzt haben wir einen, der keine Ahnung hat, ne, hinter vorgehaltener Hand. Das war für ihn natürlich ein Risiko, weil er hatte den Nimbus, dass er der Herrscher aller Reußen ist. Und da wollte er sich da keine Blöße geben.
Naja, und dann hat sich nach 2-3 Wochen rausgebildet, dass ich immer dann zu ihm komme am Wochenende. Und dann war da diese Tennisplatte, die in so einer Pergola oder so unter einem Vordach stand. Und dann haben wir, weil es ja Sommer war, da haben wir den ganzen Sommer über, habe ich dann meine Unterlagen auf der Tennisplatte ausgebreitet, auch Zeichnungen manchmal, und habe ihm dann die Sachen erklärt. Er hat sich das aufgeschrieben und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich dann gemerkt, er hat auch nicht mehr die Zeit, die Unterlagen alle auch zu lesen. Die waren ja alle in DIN A4. Und dann habe ich immer ein weißes DIN A5-Blatt genommen und habe das Thema draufgeschrieben und habe draufgeschrieben, was an der Vorlage aus meiner Sicht positiv ist und was kritisch ist und dann einen Strich und drunter Frage oder Fragen. Und da hatte ich dann 2-3 Dotpoints, was ich fragen würde an seiner Stelle. Und er hat sich an dieses DIN A5-Blatt innerhalb von 2 Wochen so gewöhnt, dass er wollte die Unterlage nicht mehr anschauen. Er wollte immer nur oben drauf geklemmt haben. Dieses Plastikhüllen hat er gehasst. Er wollte immer eine Klammer, dass er auch abreißen konnte. Und da habe ich dann auch gesehen, warum. Ich war ja immer neben ihm dann gesessen am Montag. Dann hatte er seine Mappe von seiner Sekretärin und dann hat er die Unterlage, die jetzt zum Tagesordnungspunkt passte, rausgeholt, hat mein DIN A5-Blatt abgenommen, hat die Unterlage hingelegt und hat dann von sein DIN A5-Blatt von mir nochmal gelesen und hat dann drunter geschoben. Und dann, die anderen haben das bis zum Schluss nicht mitgekriegt, was da wirklich los war, weil wir saßen am Kopfende und die konnten uns nicht so genau das reinschauen. Und dann hat er so souverän diese Sitzungen geleitet und es hat ihm so einen Spaß gemacht, dass er mir dann nach einem halben Jahr schon mehr und mehr Verantwortung übertragen hat und hat dann Folgendes gemacht, ob geplant oder nicht, weiß ich nicht, aber er hat dann plötzlich mal an einem Sonntag mich angerufen und sagte, also im Übrigen morgen kann ich nicht. Ich muss zu einem Termin irgendwo hin, machen Sie das mal für mich. Also dann saß ich als junger Spund, der vom Produktionsressort kam, was ja nicht unbedingt innigster Freund von Entwicklungsressort war, wie ich ja schon geschildert habe. Und ich wurde von denen ja nie in der Anfangszeit akzeptiert als Entwickler. Ne? Da waren ja 2 Welten aufeinander geprallt, Produktion und Entwicklung. Und dann ging es halt los, dass ich diese Sitzung leiten musste. Und dann haben die natürlich irgendwie gemerkt, dass ich genauso die Fragen stelle und alles, dass das so 1-2, das waren ja vorher schon meine Fragen. Dieser Kuhnheim. Haben Sie ja gesagt, der von Kuhnheim hat mir Fragen diktiert. Nein, das habe ich natürlich, würde mich ja nie, hätte mir das getraut. Und es lief halt dann auch ordentlich, wenn er nicht dabei war. Ja, na klar. Und da hat er sich natürlich erkundigt bei dem einen oder anderen und so. Und dann hat er mir immer mehr und immer öfter das überlassen. Naja, und dann kam aber ein Nachfolger für Herrn Radermacher. Da hat er von MAN den Herrn Hagen geholt, ein wahnsinnig toller Ingenieur, ein grundanständiger Mann, aus meiner Sicht zu gut für die Industriewelt und allemal zu gut für diese Schlangengrube dort in der Entwicklung. Also der hat nie einen Fuß auf den Boden bekommen. Und dann hat man ein Jahr später beschlossen, also der Herr Hagen, vielleicht war er 1,5 Jahre da oder so. Mich hat man inzwischen dort installiert in der Linienfunktion, hatte Kuhnheim gemacht und dann haben die plötzlich beschlossen, dass der Hagen die Forschung macht und ich mache im Alter von 36 die Entwicklung. Und dann habe ich die gesamte Produktentwicklung im Alter von 36 bekommen. Nee, 35. Auch wieder der Jüngste, ne? 35. Und dann konnten sie mich nicht zum Vorstand machen, weil das war nun also einfach too much. Dann haben sie mich zum Generalbevollmächtigten gemacht. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, weil das gab es auch vorher nicht bei BMW. Was klingt gut. Den Titel haben sie geschaffen für mich. Damit durfte ich an den Vorstandssitzungen teilnehmen, war aber keiner. Okay. Aber das war auch nur ein Jahr und dann haben sie mich einfach zum Vorstand gemacht mit 36. Genau so war es, mit 35. So, mit 36 war ich dann Vorstand Entwicklung und dann ging aber, glaube ich, schon auch noch mal 1,5 Jahre später der Herr Hagen ganz weg und hat mir auch die Forschung übertragen. Da war ich dann also komplett Forschung, Entwicklung und zuständig. Ja, so hat sich das
eigentlich in einer Abfolge ergeben, die nicht planbar ist im Leben. Ne? Nee, das stimmt. Und das sind auch mal ein paar Zufälle, aber natürlich, jeder Zufall hat auch sehr viele Leute dahinter. Also wenn sie das nicht so geliefert hätten, dann wären sie jetzt nicht da gelandet oder im weiteren Verlauf nicht da gelandet. Mit 36 waren sie auch wieder der Jüngste. Das zieht sich wie ein roter Faden durch, muss man vielleicht gar nicht mehr erwähnen. Aber sie haben da eine unfassbare, auch finanzielle Verantwortung gehabt. Ist einem das so bewusst? Weil ich meine, eine Autoentwicklung... Wenn sie das sich bewusst machen damals, das ging ja dann um Milliarden für so Produkte, dann kriegen sie ja Angst vor ihrer eigenen Courage und das habe ich also verdrängt. Das waren große Zahlen, aber ich habe da nie einen großen Respekt davor gehabt, sondern mir ging es ja immer um die Autos. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, an dem Tag, an dem ich die Verantwortung für die Entwicklung übernommen habe, da war der Hagen noch da, da war gerade die neue 7er-Reihe, vielleicht 2 Jahre vor der Einführung. Ich glaube 2 Jahre vor der Einführung. Und als ich das Auto dann sah, damals, bin ich erschrocken, weil das war viel zu schmal, viel zu flach angestellte A-Säule und Scheibe vorn. Und es stellte sich raus, dass der Herr Dr. Beles hieß, den hatte man von Audi geholt und das war der Weltmeister in CW-Wert. Also der Beles hat die Idee vertreten, dass eine Limousine einen CW-Wert von 0,30 oder besser haben muss. Zur damaligen Zeit. Und zur damaligen Zeit. Und da hat ja auch BMW noch Autos gebaut mit einem CW-Wert wie die Eiger Nordwand, ne, so aufgestellte Windschutzscheibe und so. Also mit CW-Wert hatten wir nichts am Hut, aber dafür hatten wir die tollsten Motoren und beste Fahrwerk. Also Beles hat die Revolution zu BMW gebracht, aber hat sich viele Feinde gemacht, weil er hat ja dann so schlanke Zigarren gemacht, weil es ist ja der Luftwiderstandsbeiwert multipliziert mit der Fläche. Mit der Stirnfläche. Ne? Der Stirnfläche. Ja. Und ist klar, wenn ich also einen niedrigen Luftwiderstand kriegen will, dann kann ich auch die Stirnfläche verringern. Das hat er gemacht, ausgerechnet beim 7er. Dann habe ich das Auto gesehen, dann habe ich ein paar Leute befragt und dann habe ich gesagt, ist das euer Ernst? Mit dem Auto werden wir nicht mal die Mercedes E-Klasse schlagen, weil unser Auto schaut aus wie ein Schluck Wasser, kein Charakter und wir haben nur einen tollen CW-Wert, aber die Leute kaufen doch nicht einen 7er wegen des CW-Werts. Und dann bin ich zu Kuhnheim gerannt und habe gesagt, Herr von Kuhnheim, also nur, dass Sie Folgendes wissen. Da ist ein Auto in der Pipeline. Ich schätze mal, dass wir schon 1 Milliarde D-Mark damals ausgegeben haben. Aber das kennen Sie ja, haben Sie ja verabschiedet, aber das können wir so nicht laufen lassen. Und habe ihm dann Stunden in mehreren Meetings erklärt, warum ich glaube, dass es ein Flop wird. Und wir haben eine einmalige Chance, Mercedes mal mit der S-Klasse irgendwo die Stirn zu bieten. Aber dann brauchen wir ein Auto, was einen anderen Auftritt hat, was darstellt und was auch mehr Raumangebot haben muss. Die Leute sitzen viel zu eng zusammen da innen drin. Also Beles hat sich durchgesetzt, weil er ein mächtiger Mann dort war, unheimlich intelligent und hat mit seiner Argumentation, dass CW-Wert die Zukunft ist und Kraftstoffverbrauch und alles, war damals ja noch nicht so in aller Munde, dass wir damit antizipieren die zukünftige Entwicklung von Fahrzeugen und wir haben dann das Modernste. Und ich habe gesagt, Herr Beles, aber das kauft uns doch niemand ab. Stellen Sie den doch neben die 7er-Reihe, das kauft uns niemand ab. Also es war dann ein heftiger Streit zwischen Beles und mir, aber ich hatte ganz schnell in dem Leiter der Karosserieentwicklung, Herr Ball, so ein bayerischer, bärbeißiger Pragmatiker, der hat gesagt, ich habe das denen immer gesagt, aber die haben ja nicht gehört und der Beles ist der neue Gott und ich habe nichts zu melden, aber ich hab mir die Finger schon gekrümmt, als ich diese Zeichnungen umsetzen musste. Also der hat schon schwer getobt und war der gleichen Meinung wie ich. Da hatte ich schon mal einen Verbündeten. Und so habe ich mir ein paar weitere gesucht, von denen ich glaubte, dass die eine Ahnung haben. Und dann auch im Vertrieb. Die sind dann auch unsicher geworden. Und dann bin ich zu Kuhnheim endgültig und habe gesagt, Kuhnheim, hier ist mein Plan. Wir stoppen das Projekt. Wir schneiden buchstäblich, natürlich nur bildhaft, ne, das Auto in der Mitte auseinander und fügen 40 Millimeter Breite ein. 40.
und geben dem Auto einen anderen Front und stellen das anders hin und damit wird das eine ganz andere Statur geben. Und im Übrigen habe ich folgende Idee. Jaguar ist der einzige, der noch einen 12-Zylinder baut und die haben gerade beschlossen, den einzustellen. Dann habe ich gesagt, für Kuhlheim folgende Idee, aber bitte noch nicht dem Marketing sagen, dann werden die mir gleich das kaputt machen. Aber ich konstruiere das Auto jetzt um und mach's nicht nur breiter, damit es besser ausschaut und mehr Raum hat, sondern damit auch ein 12-Zylinder reinpasst. 12-Zylinder, das ist ja verrückt. Ja, meinen Sie wirklich? Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, aber nach der 3., 4. Runde hat er selber so einen Gefallen dran gefunden, dass er Chef von einer Autofirma ist, die Mercedes überholen kann mit dem 12-Zylinder, weil die hatten nur einen V8. Ja. Und ja, dann habe ich also hat er gesagt, wie viel kostet uns das? Na, ich gesagt, na, also die Kosten müssen wir zweiteilen. Einmal kostet es vielleicht grob 300 Millionen, nochmal die Werkzeuge nochmal neu zu machen und vor allem den Anlauf zu verschieben. Da wird uns der Vertrieb sagen, Sie können dann in den ein Jahr später kommt der Wagen dann. Da verkaufen Sie dann so und so viele Autos vom Alten weniger und müssen Rabatte geben. Und das, wenn wir aufaddieren, dann wird schon eine Summe. Aber ich habe gesagt, für Kuhlheim ist die einmalige Chance, mit einem Schritt, den niemand erwartet, Mercedes zu überholen. Jetzt hat uns natürlich das niemand abgenommen und schon gar nicht meine Mitarbeiter, als ich denen gesagt habe, wir werden Mercedes überholen. Da waren wir noch weit hinten. Also ich habe die Genehmigung gekriegt und alle haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, es hat mir natürlich dann im Nachhinein gesehen einen bestimmten Ruf eingebracht, dass ich in der Lage bin, ein Projekt zu stoppen, den Vorstand zu überzeugen, dass man das ein paar 100 Millionen in die Hand nimmt, aber dafür jetzt mutig versucht, das Auto auf eine andere Ebene zu bringen. Parallel habe ich ein heimliches Projekt mit dem Herrn Fischer, ein Genie im Motoren entwickeln, habe ich in seinen kleinen Räumen, das war ein Mann, wie Sie ihn nicht mehr finden, der einen kompletten Motor alleine konstruieren konnte. Der hat 3 Mitarbeiter gehabt oder 4, aber die haben nur so Hilfsarbeiten gemacht, Zeichnungen. Aber er war das Genie und hat den Motor alleine entwickelt, den BMW 12-Zylinder-Motor. Da bin ich immer abends hin, vorbeigeguckt, Fischer, wo stehen wir? Er war total motiviert, hat auch Wochenende, Tag und Nacht gearbeitet und hat in Rekordzeit den 12-Zylinder aufgebaut, Prototypen gebaut, so schnell, wie ich nicht dachte, dass es möglich wäre. Naja, und dann haben wir diesen 7er, dann glaube ich, wir haben vielleicht 10 Monate Verspätung gehabt gegenüber ursprünglicher Planung, aber hatten ein richtig tolles Auto. Der E32 übrigens. Genau, der E32. Und dann, als ich das Auto vorgestellt habe, da ist Mercedes vom Hocker gefallen. Da gab es den Herrn Niefer, die haben damals diesen Herrn Breitschwert abgesägt, das haben sie zusammen mit dem Herrn Reuter und Niefer haben einen Geheimplan gemacht und haben den Breitschwert, als der Autoentwickler war und Vorstandsvorsitzender wurde, den haben die abserviert. Die haben ja AEG gekauft, damit sie sagen können, wir sind nicht nur eine Autofirma, und haben dann noch Messerschmitt Bölko Blom und die DASA gebaut mit dem Schremp und so. Die wollten ein Weltkonzern werden, ne? Und das war mir ja gerade recht, weil ich dachte, jetzt haben wir eine Chance. Und jetzt war Folgendes: warum die Daimlers und die Mercedes-Leute uns so unterschätzt haben. Ich hatte natürlich alle Prototypen noch auf der schmalen Beles-Basis. Wir konnten ja nicht auch die Prototypen noch ändern, da wären wir ja ganz in Rückstand gekommen. Hat die auch Klaus Lute gezeichnet eigentlich, die ursprüngliche 7er-Form? Ja, die hatte Klaus Lute gezeichnet, was ein ganz toller Designer war, der dann später ein tragisches Problem mit seiner Familie und so hatte. Aber der Klaus Lute, das war der mir Design beigebracht hat noch. Ne? Okay, also von dem habe ich Design gelernt. Später mit dem Chris Bangle, den habe ich genommen als, es hört sich jetzt arrogant an, ich weiß, aber es war so. Bangle hätte ich nie genommen, wenn ich ihm die Hoheit für das Design übertragen hätte. Er war für mich der Manager des Designstudios, was hunderte von Leuten umfasst. Und da war er ein unheimlich guter Motivator. Aber der Lute war ein Star-Designer. Aber Lute konnte natürlich auch nicht anders, wenn die Package-Vorgaben schmale Zigarre mit niedrigem CW-Wert sind, dann kann er auch nicht zaubern. Aber der Lute war natürlich total happy, als er das Auto 4 Zentimeter breiter gemacht hat und mit ihm eine neue Schnauze gemacht hat. Okay, ja. So, und Heckleuchten haben wir auch noch geändert, also wir haben noch viel geändert.
jetzt müsst ihr aber vorstellen, die Prototypen, die Daimler damals immer also es war ja immer Spionage. Ne? Also Daimler war der große, da hat man immer hingeschieden. Ja, also klar. Es war noch nicht Audi, es gab Mercedes, dann gab es nix und dann kamen wir alle. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, trotzdem haben die schon immer auf BMW ein bisschen geguckt, weil in der Dreierkategorie gegenüber ihrer C-Klasse, auch beim Fünfer gegenüber ihrer E-Klasse, da hatten wir schon einen gewissen Respekt. Aber die haben uns als absolut irrelevant in der Elite-Klasse, der S-Klasse als Chauffeurfahrzeug für die Vorstände, Geschäftswagen, da waren wir nicht drin. Da waren wir einfach zu kleiner Zuschnitt. Und jetzt waren die natürlich immer beruhigt, weil die Fotos, die sie von den Erlkönigen und von den Prototypen fotografiert sahen, die misst man ja dann mit raffinierten Methoden, kann man die Maße rausnehmen. Dann kann man Sketches anfertigen, auch wenn eine Tarnung drauf ist. Ja. Und jetzt waren die total irregeführt, weil ich habe natürlich die ganzen Erprobungen für Fahrwerk und so, die haben wir oder zum Beispiel Wärmehaushalt, Kühlung, Motor, Getriebe, haben wir alle in den schmalen Prototypen gemacht, weil die konnten wir nicht wegschmeißen und nochmal neu bauen, dann wären wir 2 Jahre später gekommen. Okay. Aber das war im Nachhinein, das haben wir gar nicht gemerkt. Erst später hat er nie von mir gesagt, aber wir haben doch eure Prototypen gesehen. Das war doch so ein schmales Auto. Und was ist denn das jetzt? Wie ist denn das gegangen? Weil der Liefer war Schwabe, der wollte mich immer zu Daimler holen, ehrlich gesagt. Ne? Er wollte mich immer, er hat gesagt, du als Schwab bist doch völlig verkehrt da in Bayern. Ja. Ich habe gesagt, aber ich bin in Bayern geboren. Nein, du bist ein Schwab. Also wie auch immer, der Liefer war ja so ein hemdsärmeliger und mächtiger Typ dort. Und der hat mich dann angerufen und sagt, kann ich vorab einen 7er kriegen? Und da habe ich gesagt, naja, also zu seinem Feind kann man da auch mal großzügig sein, und habe dem einen gegeben. Später haben die mir erzählt, das Auto ist ungewaschen direkt in diese Kapelle oder wie das bei denen heißt, das ist das Heiligtum im Design, auf die Drehplatte gefahren worden und alle sind drumherum gestanden und haben nur noch gestaunt und haben ihre S-Klasse, die in Arbeit war, daneben gestellt, die ich natürlich nicht kannte. Das Riesenmonster eigentlich. Das war es damals nicht. Nee. Aber dann haben die gemerkt, dass plötzlich ihre S-Klasse nicht so gut aussieht gegenüber diesem 7er, der völlig verrückt anders war, als sie so. Und jetzt, was haben die gemacht? Die haben das gemacht, was ich gemacht habe, nur im falschen Schachzug. Der Niefer hat dann gesagt, das kommt ja gar nicht in Frage, der hat getobt. Und hat gesagt, es kann nicht sein, dass BMW ein größeres, erscheinendes und more impressive Auto da bringen. Dann müssen wir was haben zum Gegenhalten. Und dann hat er diese ganze Entwicklungsarbeit an dieser S-Klasse gestoppt und die sind 2,5 Jahre, glaube ich, aus der Erinnerung sagen zu können, 2,5 Jahre später als geplant gekommen. Für die war das eine Nightmare. Obwohl die natürlich die treuen S-Klasse-Kunden, die kaufen ja auch die alten Dinger damals noch, wenn es nur Mercedes ist, die hatten halt einfach dieses Image, was gut für die war. Also die haben nicht ganz so gelitten, aber wie wir gelitten hätten, wenn wir 2,5 Jahre später gekommen wären. Aber die haben einen kompletten Umbruch gemacht und haben das Auto neu angefangen. Aber weil der Niefer eben kein Entwickler mit Feingespür war, sondern ein bisschen ein Hau drauf, ist das Auto rausgekommen, was wir ja alle kennen. Also für mich die hässlichste S-Klasse aller Zeiten und das Sinnbild für mich, wo ich mich innerlich gefreut habe, war, dass ich eben als erster diese Piepser, die Abstandswarner zum Einparken. Und die hatten hinten die Stäbe. Und die hatten, genau. Und die haben beim Einlegen des Rückwärtsgangs fuhr eine Antenne hinten raus. Die ist natürlich im Winter eingefroren und dann hing die nur so runter. Und alleine, dass man bei Mercedes noch so im Analogzeitalter stecken geblieben ist und beim Rückwärtsgang einlegen zur Peilung bei dem Monster eine Antenne ausfahren muss. Und bei uns hat's Piep gemacht. Das war natürlich der Inbegriff auch für die Journalisten, dass jetzt plötzlich BMW vorne ist. Und dann kam unser Gag und wir haben noch den 12-Zylinder vorgestellt. Und als ich dann zum ersten Mal in Stuttgart bei Automotor und Sport den Preis für den Preis für beste Auto der Welt in der Kategorie große Premium-Fahrzeuge, habe ich dann mit der 7er Reihe die S-Klasse geschlagen und wir haben den ersten Preis gekriegt. Das war für Daimler eigentlich unvorstellbar, dass es sowas mal gibt. Und von da ab, glaube ich, haben die angefangen, uns ernster zu nehmen und von da ab haben wir ein Momentum bekommen. Und
der größte, wenn ich so sagen darf, Sieg für mich war, als ich bei einer Veranstaltung, die war ja mal einmal im Jahr, beste Auto der Welt, in Stuttgart, Automotorensport. Und ich gehe 3-mal auf die Bühne und hole den Preis für die Dreierreihe, erster Sieger gegen C-Klasse und alles, den Fünfer und den Siebener. Und als ich mit diesen 3 Preisen dort stand, hat der Zetsche, der damals Entwicklungschef war, den Raum verlassen. Das hat er nicht mehr ausgehalten. Also Sie sehen, wir sind von der Dorfschmiede dann in einem richtigen Run ist BMW nach vorne und es war nur Spaß. Es war die schönste Zeit in meinem Leben und wenn ich heute sage, man kann eine Organisation in einen Flow versetzen. Ne? Das ist wie bei einer Fußballmannschaft, den wir leider ja verlernt haben, weil wir einen Bundestrainer 5 Jahre zu lange hatten. Man muss eben, wenn man nur Einzelspieler hat, ist toll, ja? Aber eine wirkliche Winner-Mannschaft werden gute Einzelspieler, die von einem Coach in Flow versetzt werden. Und das war Bayern München zeitweise, ne? Die waren fast wie in Trance, die waren im Flow, die haben einfach Traumfußball gespielt. Das kann man normal nicht immer lange halten. Da kommen Kleinigkeiten und dann bricht der Flow ab. Aber man darf nicht abstürzen. Aber das war bei BMW, ich glaube auch viele Mitarbeiter, die mit mir damals im Team waren, würden heute im Rückblick sagen, wir waren im Flow und wir haben da einfach... Das hat uns dann natürlich Selbstbewusstsein gegeben und nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Ne? Und der 12-Zylinder und der Erfolg mit dem 7er und dann kamen die Dreier-Varianten. Also eigentlich sind die anderen dann uns ständig gefolgt. Dann kam Audi und hat unser Familiendesign nachgemacht. Ne? Weil die hatten ja früher die Audis, jeder Typ hat anders ausgeschaut. Irgendwann haben sie gemerkt, das, was BMW hat, mit 3er, 5er, 7er, alle eine eigene Identität, die Doppelrundscheinwerfer als Augen, die Niere, da wusste jeder, das ist ein 3er, ein 5er, ein 7er, aber das ist alles eine Familie. Sogar das Heckdesign habe ich immer die Rückleuchten dann mal später mit dem L gemacht, was BMW jetzt wieder macht. Zwischendurch haben sie es aufgegeben. Dann habe ich den Rückleuchten noch eine eigene Form gegeben, auch im Nachtdesign, dass man das L sieht. Und so haben wir halt, sagen wir mal, ein bisschen Autogeschichte in dieser Phase, glaube ich, geschrieben und BMW ist da schön nach vorn gekommen und für mich war das die schönste eigentlich Zeit in meinem Leben. Das war der erste Teil mit Professor Wolfgang Reitzle und seiner wirklich Wahnsinnskarriere. Aber wo viel Licht ist, da gibt es natürlich immer auch Schatten. Und Dr. Wolfgang Porsche, der wollte ihn ja damals nach Stuttgart lotsen, wo Reitzle den Sportwagenbauer vor der drohenden Pleite retten sollte. Bei mir erzählt er, wie das vereitelt wurde. Und dann hat es auch mit dem eigentlich schon versprochenen Vorstandsvorsitz bei BMW nicht geklappt. Dann war eine ganz merkwürdige Sache an dem 5., als ich zu Pischetsrieder, wir beide sind ja erst rein, alle, dann mussten wir ja raus. Und dann bin ich zu Pischetsrieder ins Büro. Wie immer dann in so einer Situation, leerer Schreibtisch, war aber für ihn immer, also bei mir waren die Schreibtische immer voll, bei ihm waren sie immer leer. Er hat schon wieder die Zigarre, hat die Schuhe auf dem Tisch und sagt, na komm doch rein und hängt so da und sagt, naja, ganz trocken, sagt er, klar, ich bin jetzt raus, aber du bist noch nicht drin. Erstmalig redet Professor Wolfgang Reitzle ausführlich über diesen Krimi und er erzählt, was er von der damaligen Rover-Übernahme gehalten hat. Und wir reden natürlich über seinen Wechsel zu Fords Premier Automotive Group. Mein Gott, also nächste Woche ist hier viel los. Freut euch drauf und bis dahin bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de